Unser großes Ziel hier ist es, weiße Wölfe in der ewigen Weite der Subarktis Manitobas zu finden. Nach Seven vs. Wild geht es für mich endlich wieder zurück nach Kanada, aber dieses Mal nach Manitoba. Hunderte Kilometer weit weg von der nächsten Straße in einem der größten noch intakten Waldsysteme der Welt. Relatively speaking, wolves are common here. Oh, das ist so schön. So eine unglaublich seltene Situation. Riesengroßes Männchen. Oh, oh, oh. Nach Seven vs. Wild geht es für mich endlich wieder nach Kanada, aber dieses Mal nach Manitoba und natürlich suche ich nach Wölfen. Auf meiner ganzen Reise wird mich meine langjährige gute Freundin Carina Maywald begleiten, mit der ich schon ganz schön viel erlebt habe. Was braucht man eigentlich mehr? Ich glaube, man braucht nicht viel mehr als das. Aber es kommen auch noch zwei andere mit, und zwar die zwei Jungs von Wildlings, nämlich der Lukas und der Fabian. Servus, wir sind voll dabei. Voll integriert in die subarktische Community. Und ich glaube, damit habe ich mir zum einen einen ziemlich guten Biologen Homemade Ghillie-Suit. geangelt, der da mitkommt, und natürlich einen ziemlich guten Videografen, der das Ganze hoffentlich richtig cool für uns schneiden wird. Das ist der Anti-Mücken-Abwehr. Ohne. Von Frankfurt müssen wir erstmal über den Atlantik nach Kanada kommen. Direktflug nach Edmonton in Alberta, also 2 Staaten weiter. Von da gibt es dann noch einen kleinen Inlandsflug nach Winnipeg, die Hauptstadt von Manitoba. Guten Morgen, es ist 5 Uhr. Oh. Und wir sind jetzt gerade in Winnipeg, Manitoba. Und es geht jetzt auf in die absolute Wildnis. Wildlings, Wildnis. Das gibt's ja nicht. Morgen. Der ist schon munter. Servus. Guck mal, ich habe einen ganzen Kaffeebecher voll Kaffee. Hallo! Oh mein Gott, ich bin noch niemand. Sie sind in der Früh eher, oder? Ist es noch eher Sagen wir die mal, Deutsch-Österreicher? bisschen Kaffee. Da ist die Tageszeit egal. Ich habe Frühstück und Kaffee. Sehr gut. Es geht los! So, mit wem sind wir eigentlich unterwegs? Hallo, ist der Rainer? Mit wem sind wir unterwegs? Ja, mit wem? Wer bist du? Wer bin ich? Kanada-Fieber macht Kanada, Reisen 24/7. Wir machen nichts anderes. Wir machen kein anderes Land. Außer ein bisschen Alaska. Das ist für uns die Northern Extension of Kanada. Statt nur Hunting und Fishing, halt vor allen Dingen gerade, wenn man so remote ist und so mitten in der Wildnis ist, dass man da auch tatsächlich den Gedanken des Ökotourismus ein bisschen verfolgt und für die Leute etwas anbietet, die wirklich wandern wollen und die wirklich in die Wildnis gehen wollen, die Elche sehen wollen, die vielleicht Bären sehen wollen oder, was natürlich hier besonders spannend ist, Wölfe sehen wollen. Und da sind wir natürlich sehr begeistert von gewesen und waren dann sehr froh, dass wir das jetzt endlich mal verwirklichen können, uns das hier auch anzusehen. Dann fliegen wir mit einem ganz kleinen Buschflieger 3 Stunden gen Norden ins Nichts, da sind keine Straßen mehr, gar nichts, und landen mit der Propellermaschine auf einer Schotterpiste. Mir fällt auch positiv auf, die Birkenstocks sind auch noch mit von der Partie. Hey, du, ich fühle mich hier voll wohl. Das ist Belüftung von unten. Check, soweit. Wenn hier ein Flugzeug landen kann, kannst du auch in Birkenstock rumlaufen. Ob das die ersten Birkenstocks sind, die hier laufen? Aber dann ist die Reise immer noch nicht vorbei, sondern von da aus, von der Ganglers Lodge, geht es noch zu einem abgelegenen Outpost. Jetzt geht's ab in die Wildnis. Da kommt gerade unser Lift. Geil, da geht's in den Outpost. Dad, don't drop anything out the door.
Diese Holzlodge wirklich inmitten von einfach nichts, also gerade durch den Heliflug wird einem nochmal richtig bewusst, da ist weit und breit einfach nichts. Home Sweet Home, ich zeige euch mal, wo wir untergebracht sind. Kamera-Chaos, Menschen-Chaos. Unser schönes Wohnzimmer mit Seeblick. Ofen, weil die Nächte werden schon richtig kalt. Hier ist das Wildlings-Zimmer. Lukas' Bett, mein Bett. Platz für Sachen. Kleine Küche. Wir können jederzeit Kaffee kochen. Das ist wichtig, damit ich überhaupt performen kann. Wir sind nicht umsonst hier mitten ins Nichts gekommen. Hunderte Kilometer weit weg von der nächsten Straße in einem der größten noch intakten Waldsysteme der Welt. Sondern wir wollen hier halt auch was finden, was ganz Spezielles. Und zwar Timberwölfe. Timberwölfe beschreibt man 2 der größten Wolfunterarten auf der Welt. Und die es hier gibt, haben was ganz Besonderes. Und zwar sind viele der Individuen weiß. Ich muss auch gestehen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, wieder Wölfe zu suchen. Man hat echt so das Gefühl, es könnte wie jeden Moment irgendwo ein Wolf sein. Weil ich weiß halt, dass diese Küstenwölfe auf Vancouver Island deutlich kleiner sind. Und jetzt gehen wir halt echt auf die Suche nach Timberwölfen. Das sind einfach die größten Wölfe. Und natürlich ist man da schon so ein bisschen von der Stimmung aufgeregt. Angst, ich weiß gar nicht, ob ich Angst habe. Ich bin ja in guter Begleitung, allein wäre es wieder was anderes. Aber man hat halt einfach richtig Lust, jetzt welche zu finden. Jetzt ist halt echt so das Ziel, vielleicht sogar ein Rudel zu finden. Nicht nur einen einzelnen Wolf, sondern das absolut komplette Erlebnis zu haben. Das heißt, unser großes Ziel hier ist es, weiße Wölfe in der ewigen Weite der Subarktis Manitobas zu finden. Ja, es ist 6 Uhr früh. Ich habe hier eine kleine Raupe gefunden. Man merkt, es ist ein bisschen kalt hier. Aber jetzt gibt's gleich Kaffee. Mit was verknüpft man den Wolf? Mit Wildnis, Natur. Allein diese Stimmung ist perfekt und man hat richtig Lust, jetzt auch wirklich Wildlife zu sehen und ist voll in diesem Feeling drin. Die Erwartungen sind hier, die Hoffnung da. Ja. Die ganze Region hier besteht eigentlich nur aus Seen, Flüssen. 1/3 der Landschaft ist Wasser. Das heißt, Fortbewegung findet meistens irgendwie mit dem Boot statt. Und wir sind meist mit 2 Booten erstmal unterwegs. Das heißt, selbst wenn man hier im flachen Wasser sich den Motor kaputt haut oder so, dass man noch jemand anderes dabei hat, der einen zurückbringen kann. Neben Wölfen suchen wir auch nach Elchen. Beide Tiere findet man oft in Gewässernähe. Wie gesagt, wir sind viel mit dem Boot unterwegs. Das heißt, ein Großteil unserer Suche spielt sich auch im Boot ab. Wir fahren durch die kleinen Kanäle, die Flusssysteme, über die großen Seen und halten immer Ausschau nach den Tieren. Am meisten verlassen wir uns dabei auf Ken. Der Mann ist hier groß geworden. Seit er klein ist, jagt und beobachtet er Tiere in diesen Wäldern. Er weiß genau, worauf man achten muss, wo man sie am wahrscheinlichsten findet, wo am häufigsten Tiere vorbeikommen. Und er ist natürlich auch ein extrem guter Spurenleser und kann sofort sagen, ach, hier sind frische Wolfsspuren, die sind so und so alt. Und das ist eigentlich das Wertvollste, was wir dabei haben, um diese Tiere finden zu können. My name is Ken Poitra, and I am a guide here and a naturalist, explaining the ecology of the area to people who come here. I grew up not far from here in an isolated mining town. As a boy, we had no road to our community, and it was, yes, a very isolated area. But when you are a child, it's, you think everyone lives like that. We had no TV, anything like that, so we spent all of our time in the bush, as Canadians call the forest, canoeing and fishing and trapping and hunting and exploring, and that was our entertainment. Probably the most outstanding thing for people when they come here is the amount of water. At some places, the country is about 1/3 water. There are literally thousands of lakes. Many of them don't even have a name.
And you can travel in any direction on the water. You can go virtually anywhere by water. So the water is one, the other is just the huge expanse of forest. The forest goes for hundreds of kilometers with no human beings at all. And that is probably one of the very few places in the world where that still exists. Relatively speaking, wolves are common here. They are part of the ecology. They have always been here. But when we say something is common here, this is such a brutal climate that the amount of wildlife that is around is actually quite sparse. Alles so weitläufig, so groß. Die Wölfe haben überall eine Chance hinzugehen. Warum sollten wir jetzt genau Glück haben, dass genau an unserem Spot Wölfe sind? Sieht man auch nicht jeden Tag. Wir haben einen toten Weißkopfseeadler gefunden. Wir sind richtig weit ab vom Schuss, mitten im Nichts. Also irgendeine natürliche Todesursache wird das gewesen sein. Tiere sterben, das ist ganz normal. Aber man sieht es halt echt nicht häufig. Ne? Der liegt noch nicht lange hier, sieht noch ziemlich frisch aus. Und je nachdem, in welchem Zyklus die Maden sind oder was für Maden es sind, kannst du einen Todeszeitpunkt eigentlich genau bestimmen. Und manchmal bei Kriminalfällen werden die halt hinzugezogen. Mark Benecke ist einer der bekanntesten, der das damals eigentlich angefangen hat und womit das Ganze so begonnen hat. Und es ist echt spannend, weil man dann ziemlich genau sagen kann, wie lang ist jemand tot. Genau. Könnten wir jetzt Rückschlüsse führen, wenn wir Ahnung hätten. Nein, aber es ist schade, so ein majestätisches Tier und ich glaub, so zu sehen, aber es gehört auch einfach dazu. Und ja, krass, so nah kommt man selten dran. They can catch a fish in their claws and then use their wings to swim to shore. I have seen them do that. Well, it could have drowned from a fish. They sometimes grab fish that are too big, and but they can swim, so, but not too far. So it might have drowned. The fact that it is up on the shore, something could have dragged it here maybe, or simply old age, or birds also die of a heart attack or something, So it's hard to say. But nothing kills eagles, so something happened to it. Yeah, that is unusual. Und ihr wundert euch, warum ich ein Bandana trage. Nein, es ist nicht so kalt, sondern wir werden von den Moskitos gefressen. Aber wir müssen Gott sei Dank kaputt schieben und keine Angst haben, auf ihn keine Rachen zu treten, oder? Das ist positiv. Ja, hier gibt es nichts, was einem gefährlich wird. Es gibt nicht mal Dornen an den Pflanzen. Ja. Warum gibt es nichts, was einem gefährlich wird? Weil das Leben so schon so hart ist. Ich wollte gerade sagen, also der Winter ist hier. Und wie hart das Leben da wirklich ist, auch für Menschen, können wir uns da hinten anschauen. This is an old cabin, and you can see here it is made with an axe, so it is very old. It could be from the 1920s, 1930s, somewhere in that age, because it's been made with an axe. And a crosscut, so like a hand saw. So, and there is no plastic, so we know that it's before plastic, which is a good thing. Because the climate is so cold here, things rot very, very slowly. So you can find things that are well over 100 years old, and they're still kind of standing. Wir befinden uns hier in der Taiga. Taiga nennt man die borealen Wälder, also die Wälder zwischen Tundra und der Temperatenzone. In Deutschland oder Österreich, da leben wir in der Temperatenzone, das heißt vorwiegend Laubwald. Hier ist das alles Nadelwald, riesiger Nadelwald. Birken sieht man auch ab und zu mal. Und das Prägendste ist der Unterwuchs. Es ist alles ganz flach, Flechten und Moose dominieren die Landschaft. Zwischendrin hat man viel Blaubeeren, Preiselbeeren, also ganz kleine, niedrig wachsende Büsche. Und der Wald selber, von dem wir mal sprechen, der ist auch ziemlich licht. Also man kann einfach durchlaufen, weil das Klima hier so hart ist, die Winter so lang. Die Bäume wachsen langsam, bleiben klein, krüppelig und eben nicht sehr dicht. Also die Taiga, vor allem die nördliche Taiga, in der wir uns hier befinden, knapp unterhalb der Baumgrenze, also 100 Kilometer weiter nördlich, ist Tundra, da wächst kein Baum mehr. Wo wir uns hier also befinden, die Bäume sind sehr klein, spärlich und der ganze Wald ist eigentlich von Flechten überwuchert. Believe it or not, by the beginning of October, the lake behind me will be frozen. It will be a sheet of ice. I want you to imagine to spend an entire winter in a cabin like this with a family. Very, very difficult life. People here would have been here, they would have been trapping, mostly marten
mink, beaver, to sell the furs. You guys, when you come up here in winter, you don't, like, you can stay in one of those like little old low huts, yeah. or Yes. the huts we stay at the outpost. Yes. Smaller huts. Smaller huts, yeah. Okay. They made them low like that. Those would be overnight cabins, we would call them, okay? And they made them low because then the heat rises. So if you have it nice and low, it stays a lot warmer. And you can throw snow up on the side and you can survive, yeah. Da hat ein Elch runtergefressen und dann sieht man mal, wie groß die sind. Also ja, okay, ich bin klein, aber sie sind trotzdem sehr groß. Also was hier so eine riesige Schrittlänge hat, kann nur ein Elch sein. Man sieht es nicht mehr ganz so gut im Sand, da sind schon ein paar Tage alt die Spuren. Und Ken hat mir gerade erklärt, warum es wahrscheinlich ein Elchbulle war. Und zwar gibt es nur ein Set von Tracks. Die Elchkühe haben jetzt in der Regel noch ein Jungtier dabei. Das war sehr groß, sehr lange Schrittfolge, später auch für Männchen. Ist hier rübergekommen, hat die Spitzen der Weide abgenagt und ist dann weitergelaufen. Ne? Ah, ist irre. Also Ken hat richtig Ahnung, seit der kleiner Junge ist, im Norden Manitobas Elche gejagt. Er kennt die Tiere einfach innen auswendig. Also ich hätte jetzt geguckt und gesagt, ja, Elchspur. Aber die Geschichte dahinter zu erzählen, ne? Dazu braucht man ein bisschen mehr Erfahrung. You know, maybe a few days old. But it won't be far. This time of year, they don't go very far. They are not mating or anything, so they are not. It won't be very far away. Sie sind auch ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht Wölfe in der Nähe haben, weil im Sommer, wenn die Karibus viel weiter nördlich sind in der Tundra und die Wölfe hier zurückbleiben, dann spielen Elche eine ganz wichtige Rolle, denn sie werden zur Hauptbeute der Timberwölfe in der Region. Plötzlich, als wir gerade eine Pause gemacht haben, um ein bisschen die Landschaft abzuchecken, sehen wir irgendwo Wölfe, sehen wir irgendwo Elche, höre ich hinter mir auf einmal ein ganz komisches Geräusch und drehe mich um. Dieses Elchgeräusch stellt eine Elchkuh dar, die eigentlich nicht so wirklich Bock auf Männchen hat, aber genau das lockt Männchen an. Sometimes they will stand up and look, you know. You two are probably the first white women that have walked on this esker in hundreds of years, and I'm not exaggerating. Schön, das sieht fast menschgemacht aus, muss ich sagen. Perfekte Hügel. Der Boden ist richtig fest, man kann richtig gut drauf laufen, deswegen nutzen die Tiere das auch so, gerade Wölfe laufen sehr gerne hier oben entlang. Das ist ein bisschen surreal. Also ich kann es immer wieder wiederholen, wie abgelegen wir hier sind. Dass hier praktisch Jahrzehnte niemand lang gelaufen ist. Das wächst nicht zu. Hier gibt es vereinzelt Bäume, aber es ist nie ganz bewaldet. Ganz verrücktes Feature in der Landschaft. Ja? Und perfekten Wanderwege. Hier oben kannst du alles überblicken. Da ist der See, hier sind kleine sumpfige Lagunen. Irre. Er macht natürlich auch Wolfsrufe nach, aber dieses Mal hat er ein bisschen Unterstützung von technischen Hilfsmitteln. To try calling a wolf. Schon ein bisschen Gänsehaut, ey. Mitten im Nichts. They can go 20 kilometers in a night. So, you know, they cover a huge area. I think if there was a wolf within 10 kilometers, he would answer. Because they don't, that means another pack of wolves is here and he's not going to like that. So they will answer. But
No. Wir sind mit den Booten schon wieder Richtung Lodge zurück gewesen. Ich komme mit Jungtier. Wir haben sie fast verpasst, kam mit uns raus. Während wir schon gequatscht haben. Oh. Oh, ist das schön. Ja, schön. Geht da gerade durch die Senken. Laufen und fressen muss, sie pinkelt gerade ins Wasser. Man hört richtig, wie die Vögel sich aufregen. Ja, und wie die Elche abschmatzen. Das war unsere erste Begegnung mit dem größten Hirsch der Welt hier in Manitoba. Elchkuh mit Jungtier, wunderschön ruhig hier lang. Kam nicht mehr ganz so nah ran, aber wir sind ganz entspannt hier am Flussufer. Seeufer lang und zum Wald verschwunden. Das ist echt was Besonderes, weil wir sind hier in einer ewigen Wildnis und tatsächlich ist die Dichte von Tieren extrem gering. Dadurch, dass die Winter so extrem harsch sind, überleben hier wirklich nicht viele Tiere. Ne? Darf man nicht eine falsche Vorstellung haben und denken, oh, hier sind ja keine Menschen und alles Natur und deswegen hat man viele Tiere. Das ist eben nicht der Fall. Deswegen ist es was ganz Besonderes, die zu sehen. Und dann auch noch mit Jungtier. Ja. Das ist halt, alter Schwede. Very nice. Good. Good. Very healthy. Yeah. Good mama. Because it would have been born about the 1st of June. For this time of year, that's a big calf. Am nächsten Tag machen wir einen Strategiewechsel. Wir gehen nicht mehr mit den Booten raus. Das war zwar schön entspannt, aber ganz ehrlich, wenn man einen wahren Wolf sehen würde, dann nur, wenn die ganz am Waldrand sind, weil da ist so eine dichte Mauer und da kann man nicht durchgucken. Und wie gesagt, der Wald ist eigentlich recht licht. Das heißt, jetzt wollen wir zu Fuß unterwegs sein. Zu Fuß können wir auch besser nach Spuren gucken. Ken kann wirklich zeigen, was er kann. Und mit uns durch den Wald gehen und alles aufzeigen, wo man Spuren der Tiere hat. Das ist eine Biberburg. Da landen wir mal nebenan. Können wir uns die genauer angucken. Von da aus geht es dann in den Wald rein. Die legen oben ganz viele Bäume zusammen und das ist das, was man sieht. Aber das ist manchmal so ein bisschen wie ein Eisberg, weil das Wichtige ist eigentlich unterm Biberbau, weil da ist nämlich der Eingang. Da schwimmen die dann rein und dadurch sind sie auch vor Feinden geschützt.
2 wolf trails. So this is a common place where the wolves are walking. So let's follow the wolf tracks and maybe they will lead us to something. Oh, es fühlt sich einfach an, als wären wir mitten im Wolfsgebiet. Hier sind so viele Spuren. Wir haben eben eine Badestelle. Wir finden Knochen. It's the wolf scat that the rain has washed away, and it is the fragments of bones that they have eaten. Their jaws are so powerful they will even crush the bones of the caribou and eat the marrow that is inside. Wir finden Fußabdrücke. Also man hat echt so das Gefühl, es könnte irgendwie jeden Moment irgendwo ein Wolf sein. Deswegen Blick immer überall haben. Weil wer weiß, ob wir nicht schon längst beobachtet werden. Gilt ja, dass die Wölfe hier besonders hell sind. Und gerade im spirituellen Bereich hat das eine besondere Bedeutung, genauso wie auch in indigenen Völkern oder in verschiedenen schamanischen Philosophien. Und deswegen ist das für mich nochmal so ganz besonders. I think pups are big enough that the parents will have taken them away. So I don't think they're actually right here. But we still don't want to disturb it, but I don't think it's being used right now. So we will try to get a better look at it from a little different angle. Wir haben jetzt den Wolfsbau gefunden. Und jetzt sind wir super leise, weil hier halt echt überall Wölfe sein könnten. Und wir wollen die natürlich nicht verschrecken. Krasser Scheiß, Alter. Jetzt sind die Sinne nochmal anders geschärft als vorher. Jetzt nochmal Energie zurückschrauben, aufgeregt sein, schön, aber wir müssen auch nachdenken. Es ist extrem gefährlich und sensitiv. Dort, wo sich Tiere vermehren, ihre Babys zur Welt bringen, das sind ganz besondere Orte und man muss extrem viel Respekt mitbringen, wenn man sich das angucken will. Das heißt, sicher gehen, dass dieser Bau nicht mehr benutzt wird. Zum einen haben wir Ken. Ich kann immer wieder sagen, wie viel Erfahrung dieser Mann hat, wenn er sagt, es ist Ende August. Die sollten die Höhle eigentlich nicht mehr nutzen, die Welpen sind schon fast ausgewachsen und diese Höhlen werden nur am Anfang genutzt. Das ist der erste Clou, den wir haben. Dann haben wir geguckt, einen Bogen gelaufen, wo wir durch den Wald gucken können, haben von weit weg geguckt mit Ferngläsern, mit den Kameras. Sind da irgendwelche ganz frischen Spuren, sind da Anzeichen, dass dieser Bau genutzt wird? Sehen wir vielleicht sogar einen Wolf? Und erst nachdem wir so abklären konnten, dass das nicht mehr direkt genutzt aussieht, sind wir näher rangegangen, haben uns das angeguckt, weil es ist die oberste Priorität, diese Orte nicht zu stören. Here you can see a stick, just like puppies playing. They have chewed on the stick. All right. Just like a puppy dog that would be chewing with its teeth. This is what the puppies are doing. Very interesting. But you can also see here that it's not fresh. Yes, that's right. Because they're not it's dry. Yes, they're dry already. Very good. Ich kenne, wie groß das ist. Da würde ich theoretisch reinpassen. Das ist so crazy. Alte Timberwolfhöhle. Mach mal rein. Ist das abgefahren? Ist das abgefahren? Da hinten wird gelacht. Die Leute checken nicht, dass das so eine unglaublich seltene Situation ist. Sowas erlebt man als Naturkundler. Oh, das ist einmalig. Diese nördlichen Timberwölfe. Ne, diese Great Plains Unterart, diese Weißwerden, die hier oben im Norden von Manitoba, Canis lupus, nubilus, das sind so seltene Tiere in dieser ewig weiten Landschaft. Und so eine Höhle von so nah dran zu sehen,
Boah, das ist unglaublich. Das hier ist übrigens, kann ich dir auch mal erzählen, das ist nicht die richtige Höhle. Hier wurden keine Welpen aufgezogen. Das ist nämlich viel zu flach. Habe ich gerade festgestellt, als ich hier reingekrochen bin. Es geht nicht weiter. Ja. Wow. Das ist aber trotzdem unbeschreiblich. Also so einen Ort mal zu sehen, erleben zu können. Mitten in der kanadischen Wildnis stecke ich hier in so einem Wolfsloch drin. Wow. This was never in use. It ends? Yeah. Okay, then that's that. Yeah, okay. Okay. Wir müssen uns gerade gar keine Sorgen machen, dass wir in eine Wolfshöhle stören. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt und die hört nach einem Meter auf. Die geht überhaupt nicht tief rein. Also die wurde nie genutzt, um Welpen aufzuziehen. Aber hier sind überall Grabstellen. I think it's just to get away from the bugs and maybe close to a good food supply, and that's why they are here. Somewhere around here will be the real den. Ich gerade erstmal drauf klarkommt, da ist tatsächlich eine Höhle. Aber es ist eine alte Höhle, also sie ist nicht mehr in Benutzung. Das sind ganz, ganz alte Tracks. Und man sieht auch, dass sie halt nicht mehr aktiv genutzt wird. Und jetzt gucken sie sich das an, wir sind trotzdem leise, aber es kann ja immer sein, dass trotzdem was in der Nähe ist und wir halt nichts irgendwie stören wollen. Aber ich bin nicht oft sprachlos. Aber jetzt gerade bin ich's. Richtig hardcore. Wow. Das ist so surreal. Ich meine, wir sind hier und wir suchen nach Wölfen, aber wir sind mitten im Nichts. Die nächste Straße ist über 300 Kilometer weit weg. Und wir sitzen hier in einem Gebiet mit echt hoher Wolfsaktivität. Ne? Also dieser